Und dann habe ich hier mir schon angezeichnet, wie tief das Ganze da rein muss. Oh, ne, jetzt sind wir ein Stückchen zu tief, aber es ist nur ein paar Millimeter. Das bietet sich. Eines der Verbindungsstücke habe ich jetzt hier schon an das Y-Stück dran geklebt. Hier kommt jetzt einfach nur ein Stück Rohr reingeklebt, wo ich nachher auf der anderen Seite die Muffe drüber schieben kann. Ich wollte euch jetzt einfach nur mal kurz zeigen, das Einkleben. Ich mache hier mit Schmirgelpapier einmal die Oberfläche sauber. Dann gibt es theoretisch noch einen Reiniger, den habe ich aber jetzt gerade nicht gefunden. Irgendwo habe ich den. Und naja, dann wird das noch mit so einem Reiniger noch mal gereinigt und dann eingeklebt. Hier so ein bisschen den Grad vom Schneiden mache ich dann auch weg, damit dann später keine festen Stoffe sich daran festhängen können und eventuell zu einer Verstopfung führen können. Das wollen wir ja natürlich nicht, dass da eine Mr. Henky-Versammlung entsteht. Da wäre die Kacke am Dampfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Im Endeffekt ist das für euch in Deutschland ja so oder so nicht interessant, weil ihr steckt die einfach ineinander, ihr kriegt die Dichtung ja direkt ab Werk dabei. Ja, jetzt pinsel ich das ja einfach gut mit dem Kleber ein. Und dann habe ich hier mir schon angezeichnet, wie tief das Ganze da rein muss. Oh, ne, jetzt sind wir ein Stückchen zu tief, aber es ist nur ein paar Millimeter. Das bietet sich. Das ist aber eigentlich auch wichtiger bei euch, wenn ihr mit den Dichtungen arbeitet. Deswegen hatte ich den Strich dran gemacht, dass wenn ihr mit der Dichtung arbeitet, zeichnet ihr euch das vorher an, bis wohin ihr das Rohr reinschiebt. Und weil ich ja vorhin gesagt habe, da lässt man ja eigentlich diesen Zentimeter Platz, um dann noch so ein bisschen Spiel für das Rohr zu haben. Und dann seht ihr genau, wie weit ihr da rein müsst. Und ihr könnt ja dann korrigieren, weil ihr ja ohne Kleber arbeitet. So, Rohr ist fertig, der Kleber ist super schnell hart. Wir können jetzt das Y-Stück da unten einsetzen. Das Schmirgelpapier noch mitnehmen. Auch hier wieder die Rohre vorbereiten, indem wir sie so ein bisschen abschmirgeln. Hier gerade den Grat entfernen, damit wir da gleich die Gummidichtung drüber ziehen können. Wir werden auch ein bisschen Gleitmittel verwenden. Wir nehmen da gleich Spülmittel für. Das gute Gleitmittel, was extra dafür ist, habe ich zwar in Deutschland bestellt, ist aber leider noch nicht angekommen. Ich kann euch ja mal verlinken, was man da in Deutschland normalerweise nimmt. Aber ja, es geht aber auch mit Spülmittel. Also ihr braucht da theoretisch nichts extra für kaufen oder Schmierseife oder was auch immer man da nehmen kann. Müsst natürlich darauf achten, dass es so ein bisschen umweltmäßig verträglich ist. Weil es kann ja hier auch immer mal ins Erdreich gelangen, dadurch man hier in der Gegend arbeitet. Jetzt kommt nämlich als erstes die Muffe hier drauf geschoben. Dazu nehmen wir jetzt hier unser biologisch abbaubares Spülmittel, hauen da drauf, da wollen wir auch nicht geizig mit sein. Hauen da rein. Auch noch. Ah, da bist du auch nicht geizig. Jetzt habe ich gleich überall hier mit dem ganzen neuen Wind. Jetzt soll ja auch gleich gut flutschen, ich will ja da keinen Stress haben. So. Ja, es hat ja schon fast grüne Farbe hier. Perfekt für die Grün. Jetzt muss man natürlich hier gucken, dass man das ziemlich gerade da drauf kriegt. Ups, ja, das kam es. Ist halt immer, das Gummi ist halt immer so ein bisschen die Problemstelle. Jetzt könnte man schon mal testen, weil wir haben jetzt ja nur ein Gummi drüber, ob das Ganze dazwischen passt. Ich habe aber sehr gegeizt mit dem Aufschneiden. So, und wie wir sehen, passt das nicht. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen mehr. Also müssen mit dem anderen Gummi auch noch da drüber. Ich weiß ja, wofür so eine Muffe gut ist. Ja, da genau dafür. Geht. So, jetzt sind wir nämlich genau an der Schnittkante. Wie kriegst du das gleich zurück? Jetzt passt auch unser Rohr drüber. Das werden wir gleich sehen. Irgendwie mit noch mehr Gleitmittel. Jetzt können wir das auf jeden Fall schon mal da einkleben. Und dann haben wir da auch gleich ein bisschen mehr Spiel wieder. Dazu nehmen wir uns jetzt mal ein frisches Schmirgelpapier, weil mit dem anderen waren wir ja gerade da
in dem Rohr und naja, möchte ich jetzt nicht so. Wieder Kleber drauf. Vorher alles sauber machen vor dem Kleben. Und dann natürlich drauf die Richtung achten. So, das hatte ich mir ja vorher ausgemessen, dass da ungefähr so 1 Zentimeter Platz ist. Dann sieht man auch, dass man weit genug drauf ist. Und natürlich hier so ein bisschen achten, dass er ein bisschen hoch steht, weil es soll ja nachher da lang fließen. So, und jetzt kommt unsere Muffe hier wieder ins Spiel. Die müssen wir natürlich jetzt noch darüber ziehen. Machen wir hier mal wieder ein bisschen Gleitgel drauf. So, ein bisschen. Ja, das Film ist drehen. jetzt gerade hier echt blöd, aber, Ja, aber da drüber ziehen einfach. und drüber ziehen, ein bisschen drehen, ein bisschen gucken und ein bisschen Glück dabei haben. Die Muffe sitzt jetzt so gut wie da, wo ich sie haben wollte. Ich habe jetzt hier die Eisenstäbe hier, die Monier-Eisenstäbe verbogen. Ich habe das Ganze da so reingesetzt und dann noch so rüber gehebelt. Ich weiß nicht, ob es mit dem Spezialschmiermittel einfacher geht. Wahrscheinlich. Irgendwie habe ich das Gefühl, geht das immer relativ stramm, da diese Gummidichtung drüber zu ziehen. Ja, hier in der blöden Situation, wo man noch wenig Platz hat, ist das natürlich auch noch immer so eine Sache. Ja, auf jeden Fall können wir jetzt hier mit 45 Grad weitergehen und Genauso wie genau, gerade quasi. das wird halt wieder genauso wie gerade geklebt. In Deutschland halt, wie gesagt, viel einfacher, einfach nur reinstecken würde das jetzt so weitergehen. Genau. Dann gehen wir jetzt um die Kurve. Und dann gehen wir jetzt um die Kurve Richtung Badezimmer. Wir haben jetzt hier die Ecke schon fertig gemacht. Zu der Ecke wollte ich noch sagen, wir haben hier keinen, so wie diesen hier, 90 Grad Winkel benutzt, sondern wir haben hier 2 von den 45 Grad Winkeln benutzt. Einfach deswegen, weil das irgendwie dann besser abfließt oder wenn man es mal reinigen will mit so einem Reinigungsschlauch, Reinigungsigel oder wie das heißt, für einen Hochdruckreiniger gibt es sowas, hatten wir in Deutschland, ist ein richtig geiles Teil, kann ich nur empfehlen. Damit kann man nämlich solche Rohre richtig schön wieder frei bekommen. Ja, deswegen haben wir hier einen 2x45 Grad genommen. Dieser 90 Grad Winkel mit der Verschlusskappe kommt jetzt hier hinten drauf. Kleiner Unterschied zu den Rohren in Deutschland, also diese 6 Meter Längen kommen hier nur mit so einer kleinen Aufweitung, wo man das Rohr hier zwar reinstecken kann, aber es ist eigentlich nur dafür gedacht zum Kleben, da ist gar nicht die Dichtung vorgesehen. Wenn man die jetzt mit einer Dichtung verwenden möchte, müsste man das abschneiden und ja, dieses Dings da reinsetzen, diese komischen Stücke, Übergangsstücke oder wie auch immer. Jo, soweit so gut. Jetzt können wir das Ganze zuschütten. Beim Verfüllen gleich müssen wir natürlich darauf achten, dass wir dann ein Gefälle drin haben. Ein Gefälle zur Abwassergrube, nicht zum Badezimmer. Ja. Und zwar mindestens 0,5, besser 1% Gefälle. Man darf auch nicht zu viel haben. Wenn man zu viel Gefälle hat, fließen die flüssigen Stoffe und die festen Stoffe bleiben irgendwo im Rohr hängen. Also man muss da schon ungefähr dieses 1% einhalten. Das wollen wir auch machen und haben dafür Wasserwagen bereitgelegt. Wenn man dann unter einer Meter Wasserwaage 1 Zentimeter auf der einen Seite irgendwie sich drunter befestigt, kann man das Ganze damit ganz gut ausrichten. In Deutschland füllt ihr das Ganze jetzt natürlich mit Sand, weil solche Rohre werden in Sand gelegt. Was natürlich auch ganz wichtig ist, keine Steine oder so dabei haben. Ja gut, hier im Chaco, in unserer Erde ist in der Regel eigentlich kein Stein vorhanden. Ja, wichtig ist halt, dass die Dinger in Sand liegen. Bei uns in Paraguay, ja, ist es schon mal gut, wenn keine spitzen Steine und so in der Nähe von dem Rohr liegen. Ist ja ziemlich sandiger Lehmboden, den wir hier haben. Sandiger Lehmboden? Ja, das kann unser Sandliege-Experte hier bestätigen.